Beim Professor. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Natürlich, bitte. Ich wollte meine Note in der Prüfung wissen. Sie haben 2,7 bekommen. Ah, verstehe. Ist das bestanden? Ja, das ist bestanden. Aber Sie können besser machen. Kann ich die Prüfung wiederholen? Ja, der nächste Termin ist am 15. Juni um 10 Uhr. Gut, wo findet sie statt? Im Raum 5, im ersten Stock. Muss ich mich anmelden? Ja, auf der Webseite der Universität München. Alles klar. Was soll ich lernen, um mich zu verbessern? Wiederholen Sie die Verben und die Präpositionen. In Ordnung. Darf ich Fragen während der Prüfung stellen? Ja, natürlich. Wenn Sie ein Wort nicht verstehen. Danke, Frau Müller. Ich werde mehr lernen. Sehr gut. Sie machen schon Fortschritte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Viel Erfolg und einen schönen Tag. Danke, auf Wiedersehen. Ich habe mich in der Stadt verlaufen. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Natürlich, was ist passiert? Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Verstehe. Wissen Sie, wohin Sie müssen? Ja, ich muss zurück ins Hotel Kaiserhof, aber ich kenne den Weg nicht mehr. Das Hotel Kaiserhof? Das ist in der Nähe vom Marienplatz. Ah ja, ich erinnere mich. Wie komme ich dorthin? Gehen Sie einfach geradeaus die Ludwigstraße entlang, dann rechts in die Blumenstraße. Geradeaus und dann rechts. Verstanden. Ist es weit? Nein, etwa 10 Minuten zu Fuß. Gut. Gibt es Schilder zum Marienplatz? Ja, blaue Schilder mit der Aufschrift Zentrum und Marienplatz. Perfekt. Gibt es unterwegs ein Café? Ich habe Durst. Ja, das Café Central ist gleich an der Ecke. Super. Vielleicht halte ich dort kurz an. Gute Idee. Dann gehen Sie einfach weiter geradeaus. In Ordnung. Und wenn ich mich wieder verlaufe? Dann fragen Sie einfach jemanden oder benutzen Sie Google Maps. Stimmt. Danke für den Tipp. Kein Problem, gern geschehen. Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich. Bitte, einen schönen Tag und guten Rückweg ins Hotel. Auf der Arbeit. Hallo, wie läuft es bei der Arbeit? Hallo, ganz gut, aber ich bin ein bisschen müde. Wirklich? Hast du im Moment viel zu tun? Ja, viele Kunden und wenig Personal. Verstehe. Wo arbeitest du jetzt? In einem Büro in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ah, praktisch. Wann fängst du morgens an? Um 8:30. Meistens trinke ich vorher einen Kaffee im Café gegenüber. Ich fange erst um 9 an. Hast du eine lange Mittagspause? 1 Stunde von 12:30 bis 1:30. Wo isst du normalerweise? Manchmal in der Kantine, manchmal kaufe ich ein Brötchen und Saft im Bäcker. Und wie sind deine Kollegen? Sehr nett. Wir reden oft in der Kaffeepause. Schön. Meine Kollegen sind eher still. Passiert. Hauptsache, man arbeitet gut zusammen. Hast du einen strengen Chef? Nein, er ist freundlich, aber genau. Er will alles pünktlich. Das ist gut. Und gefällt dir die Arbeit? Ja, ich mag sie, auch wenn sie manchmal stressig ist. So ist jede Arbeit. Hast du am Wochenende frei? Ja, Samstag und Sonntag habe ich frei. Perfekt.
Dann kannst du dich erholen oder einen Ausflug machen. Genau, morgen fahre ich mit einem Freund an den Starnberger See. Wie schön! Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dir auch eine gute Erholung. Danke, wir sehen uns am Montag. Beim Friseur. Guten Tag. Guten Tag, willkommen im Salon, schöne Frau. Danke. Kann ich heute meine Haare schneiden lassen? Ja, natürlich. Haben Sie einen Termin? Nein, aber wenn möglich, würde ich es jetzt gern machen. Kein Problem, wir haben gerade Zeit. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke, ich möchte nur die Spitzen schneiden. In Ordnung. Etwa 5 Zentimeter? Ja, perfekt. Nicht zu kurz, bitte. Keine Sorge, ich habe verstanden. Möchten Sie auch föhnen? Ja, bitte glatt föhnen. Gut. Haben Sie die Haare heute gewaschen? Nein, ich möchte sie hier waschen. Perfekt. Dann fangen wir mit dem Shampoo an. Das riecht gut. Welche Marke ist das? Es ist ein natürliches Shampoo mit Honig und Kamille. Schön, es duftet wirklich angenehm. So, jetzt schneiden wir ein bisschen. Ist das so gut? Ja, das gefällt mir genau richtig. Möchten Sie auch einen Pony? Nein, lieber ohne. In Ordnung. Dann föhne ich jetzt die Haare. Super, danke. Fertig. Gefällt Ihnen das Ergebnis? Ja, sehr. Ich fühle mich viel leichter. Schön, das freut mich. Möchten Sie etwas Öl für die Spitzen? Ja, bitte. Wie viel kostet das? 2 Euro extra. Gut, dann ja. Alles zusammen macht 25 Euro. Bitte sehr. Vielen Dank und einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen. In der Fahrschule. Guten Tag. Sind Sie heute mein Fahrlehrer? Ja, guten Tag. Ich heiße Thomas, freut mich. Freut mich auch. Ich bin Anna. Das ist meine erste Fahrstunde. Perfekt, Anna. Keine Sorge, wir fangen ruhig an. Gut. Wohin fahren wir heute? Wir machen eine Runde hier in der Nähe der Fahrschule. Es ist eine ruhige Gegend. In Ordnung. Darf ich mich ans Steuer setzen? Natürlich. Aber stellen Sie zuerst den Sitz und die Spiegel ein. So, passt das? Ja, viel besser. Jetzt starten Sie den Motor. Okay, geschafft. Sehr gut. Legen Sie den ersten Gang ein und fahren Sie langsam los. Gut. Oh, das Auto ist ausgegangen. Ganz ruhig, das passiert jedem. Atmen Sie durch und versuchen Sie es nochmal. In Ordnung. Jetzt klappt's. Super. Fahren Sie rechts und schauen Sie immer auf die Straße. Muss ich an der roten Ampel anhalten? Genau. Und wenn sie grün wird, können Sie weiterfahren. Perfekt. Autofahren ist nicht leicht, aber ich mag es. Das ist normal. Mit etwas Übung wird es ganz einfach. Wie viele Stunden brauche ich bis zur Prüfung? Normalerweise 10, aber das hängt von Ihnen ab. Verstehe. Wie viel kostet eine Stunde? 30 Euro pro Stunde. Gut, dann buche ich auch für Donnerstagmorgen. Perfekt. Donnerstag um 9 Uhr. Danke, Sie sind sehr nett und geduldig. Danke, Anna. Sie haben heute gut gefahren. Im Wohnheim. Hallo! Bist du mein neuer Mitbewohner? Hallo. Ja, ich glaube schon. Ich heiße Lukas. Freut mich, ich bin Max. Woher kommst du? Ich komme aus Hamburg. Und du? Ich komme aus München. Bist du heute angekommen? Ja, heute Morgen. Mein Zug kam um 9 Uhr an.
Gefällt dir das Zimmer? Ja, es ist klein, aber schön. Das Fenster geht zum Hof raus. Hast du deine Sachen schon ausgepackt? Fast, aber ich finde die Steckdose für das Ladegerät nicht. Sie ist hinter dem Tisch, neben der Lampe. Ah, danke. Benutzt du auch diesen Schreibtisch? Nein, meiner ist der neben der Tür. Perfekt. Wann gehst du normalerweise schlafen? Gegen Mitternacht. Und du? Meistens etwas früher, so um 11. Kein Problem, ich bin abends leise. Danke. Ich stehe morgens früh auf, wegen der Vorlesungen. Wann fangen deine an? Um 8 an der Uni in der Lindenstraße. Meine fangen erst um 10 an. Super, dann können wir zusammen frühstücken. Ja, im Café unten, das mit Cappuccino und Croissants. Gute Idee. Wie teuer ist das Frühstück dort? Nicht viel. Etwa 2,50 €. Perfekt. Gehen wir morgen früh? Ja, um 7:30? Super. Hast du das WLAN-Passwort? Ja, es steht auf dem Zettel neben der Tür. Danke, Lukas. Kein Problem, Max. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein gesundes Leben. Hallo Lukas, wie geht's dir heute? Hallo, mir geht's gut, danke. Und dir? Gut, aber ich bin ein bisschen müde. Ich schlafe zu wenig. Oh, Schlaf ist wichtig. Mindestens 7 Stunden jede Nacht. Du hast recht. Ich möchte mein Leben ein bisschen ändern. Super. Ich möchte auch gesünder leben. Was machst du, um fit zu bleiben? Ich esse Obst, Gemüse, Fisch und ein bisschen Fleisch. Ich esse zu viel Pasta. Nudeln? Nudeln sind okay, aber nicht jeden Tag. Ja, und ich trinke zu viel Kaffee. Besser mehr Wasser trinken. Stimmt, ich vergesse oft zu trinken. Nimm eine Flasche mit dir. Gute Idee. Machst du auch Sport? Ja, ich jogge im Park 3-mal pro Woche. Toll, ich möchte Yoga machen. Das ist sehr gut zum Entspannen. Rauchst oder trinkst du Alkohol? Nein, ich rauche nicht und trinke nur ein bisschen Wein. Sehr gut. Ich möchte nur Wasser oder Tee trinken. Perfekt. So fühlst du dich besser. Und ich will jeden Tag spazieren gehen. Ja, ein Spaziergang ist gut für die Gesundheit. Danke, Lukas. Du hast mich motiviert? Kein Problem. Gehen wir morgen zusammen spazieren? Gern. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ein Baby unterwegs. Hallo, wie geht's dir heute? Hallo. Gut, ein bisschen müde, aber glücklich. Glücklich? Warum? Weil ich schwanger bin. Wirklich? Was für eine schöne Nachricht. Seit wann? Seit 4 Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich? Gut, nur ein bisschen Übelkeit am Morgen. Das ist normal. Gehst du oft zum Arzt? Ja, einmal im Monat zum Frauenarzt im St. Josephs Krankenhaus. Machen Sie auch Ultraschalluntersuchungen? Ja, gestern hatte ich eine. Das Baby wächst gut. Wie aufregend. Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Noch nicht. Das erfahren wir nächsten Monat. Hast du schon einen Namen gewählt? Wir haben ein paar Ideen. Wenn es ein Mädchen ist, vielleicht Anna, wenn ein Junge, vielleicht Leon. Sehr schöne Namen. Gesundes Essen ist wichtig, oder? Ja, ich esse viel Obst, Gemüse und trinke wenig Kaffee. Gut so. Und arbeitest du noch? Ja, aber nur bis Juli.
Richtig, du sollst dich ausruhen. Ja, und in meiner Freizeit gehe ich im Park spazieren, gleich bei mir zu Hause. Welcher Park? Der Stadtpark in der Nähe vom Zentrum. Es ist ruhig und grün. Ein schöner Ort zum Entspannen. Ja, es tut mir gut. Dann wünsche ich dir viel Gesundheit und ein glückliches Baby. Danke, das ist sehr nett von dir. Gern geschehen. Schönen Tag und bis bald.